Ordnen wir das mal ein. Marco Ranke ist für uns im Deutschen Bundestag. Marco, schönen guten Morgen. Regierungserklärung des Kanzlers und die Union, die scheint ja wirklich auch alles aufzufahren, was man im Portfolio hat. Also könnte das wirklich ein Tag absolut im Zeichen des Wahlkampfs werden? Ja, schönen guten Morgen, ihr beiden. Also sicherlich ist das heute der zumindest erst einmal inoffizielle Wahlkampfstart. Aber man hat auch gestern schon bei den Auftritten der einzelnen Fraktionen gemerkt, dass alle noch einmal versuchen, ihre Programme klar zu machen. Und natürlich, und das ist ja auch schon im Beitrag angeklungen, von Seiten der Opposition noch einmal mit dem Finger auf die gescheiterte Ampel zu zeigen. Gleichzeitig von Seiten der FDP jetzt auf die Ex-Koalitionspartner zu zeigen und dagegen zu schießen. Also da merkt man doch schon das Tempo, das wird offenbar angezogen und ich kann mir auch vorstellen, dass wir das heute hier auch in sehr scharfen Tönen nicht nur vom Bundeskanzler, sondern eben auch von Seiten der Opposition hören werden. Das wird sicherlich noch einmal eine ziemliche Generalabrechnung von allen Seiten und damit dürfte dann letzten Endes der Wahlkampf starten, auch wenn natürlich am Ende sozusagen die richtigen Wahlkampfmaßnahmen und damit ja auch dann das richtige Wahlkampfgeschmäckle sicherlich erst aufkommen dürfte, wenn dann die Vertrauensfrage gestellt wird von Bundeskanzler Olaf Scholz und dann ja wahrscheinlich auch verloren wird hier im Bundestag. Marco, aber viele fragen sich im politischen Berlin, die Wählerinnen und Wähler, warum spricht heute ausgerechnet CSU-Chef Markus Söder? Er spricht als Vertreter des Bundesrates und eigentlich haben wir doch einen Unionskanzlerkandidaten, aber Söder schießt immer wieder scharf. Also ist das nicht auch ein Zeichen dafür? Attacke ist die Ausgabe der CDU-CSU. Mit Sicherheit. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Vertreterinnen und Vertreter des Bundesrates das Recht haben, im Bundestag aufzutreten und eine Rede zu halten. Davon wird allerdings nur sehr, sehr selten Gebrauch gemacht. Und in diesem Falle hat man von Seiten der Union nun offenbar diesen Schachzug gewählt. Und man könnte natürlich jetzt auch sagen, eigentlich ist ja seit gestern zumindest die Debatte rund um das Thema Vertrauensfrage, wann, Neuwahlen, wann. Das ist ja zumindest seit gestern erst einmal vorbei. Aber natürlich dürfte man das eben auch von Seiten Markus Söder noch einmal nutzen für eben diesen Rundumschlag, den ich ja gerade eben schon erwähnt habe. Also da dürften wir noch einmal sehr scharfe Worte hören. Er selber hat ja sogar eine historische Rede angekündigt. Ob das dann am Ende wirklich so historisch wird, das würde ich jetzt erst einmal abwarten. Aber ich denke, wir werden hier eine rhetorisch sehr scharfe Rede heute zu hören bekommen. Historisch, na das sind ja schon mal... Das ist unglaublich, ne? Markus Söder. Typisch Markus Söder, aber wir werden da natürlich 13 Uhr live mit reinhören, Marco. Aber was ja auch über all dem steht, wenn man wieder ein bisschen versuchen, auf die Inhalte auch zu gucken. Es gibt ja doch einige Gesetzesvorhaben noch der Minderheitsregierung, die ja wahrscheinlich gar nicht mehr durchkommen. Es gibt ja ein paar Ausnahmen, die die Union angekündigt hat. Also kann man da jetzt wirklich noch was erwarten? Gibt es noch Regierungsarbeit, gibt es noch Inhalte oder eigentlich nur noch Wahlkampf? Ja, ein paar Punkte gibt es noch. Also es gibt ja, sage ich mal, das formelle Instrument, dass der Nachtragshaushalt für dieses Jahr noch verabschiedet werden muss. Das hat Friedrich Merz ja auch gestern angekündigt, dass man das nun mit der gebotenen Eile dann hier durchbringen will. Aber er hat auch noch einmal gesagt, dass das das Einzige ist, wo überhaupt Eile geboten ist. Und bei allem anderen sieht er das nicht so richtig, dass es da irgendwelchen Handlungsbedarf gäbe. Allen voran, was sicherlich viele Menschen im Land interessiert, ist natürlich das Thema Einkommensteuersenkung sozusagen, also die Anhebung des Steuerfreibetrages, die ja eigentlich noch geplant war. Das ist sicherlich eines der Vorhaben, das am Ende noch durchkommen könnte, denn da hat die FDP schon signalisiert, wenn die Union nicht in die Bresche springt, dann machen wir das zur Not. Das war ja eben eines der großen Vorhaben noch von Christian Lindner, dem Ex-Finanzminister. Aber es gibt eben auch noch Punkte wie beispielsweise beim Thema Migration und Asyl, wo der EU-Asyldeal eigentlich noch umgewandelt werden müsste in nationales Recht. Ob das jetzt noch gelingen kann, das ist durchaus fraglich, denn wenn die Union das am Ende ablehnen sollte, so wie es bisher von der Ampel geplant ist, dann stellt sich die große Frage, was will die Union denn zumindest in diesem Punkt stattdessen? Und da gibt es noch einige strittige Punkte innerhalb der Unionsfraktion, die erst einmal noch geklärt werden müssten. Also einige große Themen, die da durchaus noch auf der Agenda stehen. Was davon am Ende wirklich umgesetzt wird bis zu den Neuwahlen Ende Februar, das ist noch unklar. Marco, noch ist es bei dir ja ruhig im Bundestag, aber das wird sich ändern, spätestens wenn Markus Söder da ist. Ja, der Schlagabtausch kommt. Marco, danke dir. Ja,